Hallo Leute, willkommen zurück bei Grounded und unserer Hups. So, hier machen wir das Fackelchen an. Safety first. Ganz genau, Safety first. Was haben wir hier? Kommen wir hier rein? Nö. Okay. Okay. Aha. That glowy thing looks like some real... Echt jetzt? Haben wir jetzt wirklich... Wir haben... Nee, okay. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt einen Bug. Das wäre jetzt echt ärgerlich. Ah, schön. I have isolated the source of the particle irregularities. They appear to be a byproduct of the shrinking process. If I adjust the machine to account for their existence, it should be the key to the de-shrinking, expanding process. BBBBBurgl, please bring up the readings for the irregular covalent SNPI 42Z particle traces. Ugh, that name is going to get tiresome. And while you're at it, rename all references to the irregular covalent SNPI 42Z particle to raw science. Order received. Raw science identified. Does it require cooking, flipping, or grilling? No, none of those. Categorization. That answer is not permitted, according to health code standards governing the handling of raw food items. Okay, so ich versuche die Texte immer so hinzuhalten, dass man die gut lesen kann. Aha, ja, ja. Das könnte definitiv funktionieren. Wer? Witnesser BBBBBurgl. Ah, da. Wo steht's auch? Dann machen wir mal hier. Pilze können wir später machen. Wow. Echt jetzt? Okay. Das war jetzt auch nichts Interessantes. Schade. Und pilzfrei. Ja gut. Haben wir noch irgendwas hier rumliegen? Ah, okay, keine Energie. Irgendwas, was wir lesen können? Nö? Gut, dann würde ich sagen. Push the button. Okay. Oh, Wasser. Luftverschmutzung, aha. Schwarze Ameisenhügel. Okay. Die Hecke. Ja, das sieht gut aus. Auch ein bisschen anders, glaube ich, als früher. Hier haben wir den Teich. Das wird noch lustig. Den haben wir im Nebel. Achso, ja, Luftverschmutzung, okay. Jetzt haben wir nichts weiter hier, okay. Ja, guck mal da. Nicht Biostoffe. 1.7.89. 7:31. Bla 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 bla. Nach erfolgreicher Minitarisierung eines einzelnen komplexen elektronischen Geräts, Test 44, wird Test 45 versuchen, eine volle Kiste der Geräte zu verkleinern. Nach der Vergrößerung werden die Testobjekte inspiziert und geprüft, um ihre ordnungsgemäße Funktionalität sicherzustellen. Versagen. Die Minitarisierung ist erfolgreich, aber eine Vergrößerung und weitere Tests sind derzeit nicht möglich. Das Testobjekt wurde von einer neugierigen Honigbiene beschlagnahmt. Rückerstattung unwahrscheinlich. Kiste zerstört. Miniatur-Scap-BS stecken sicherlich in jedem Winkel des Gartens.
Okay, früher wurden wir ja immer angegriffen. Jetzt nicht mehr. Ne. I've got you. Don't worry. Achso, doppelt. Also halten. Ups. Na komm. Komm hoch. System reboot in progress. Na du? Thanks for the helping hand. Jo, bitte. I am BBBBBurgl, B-b-b-b-burgl. acting science manager for this project. I am also a robot. I am sure this all must be very disorienting for you, but hopefully I can explain. I suspect you were miniaturized by Dr. Tully's spacer device. Why are you here in the yard? I do not know. In fact, I cannot seem to recall much of anything. Das ist blöd. A recent power surge has caused a massive raw science containment explosion. This lab, as you can see, is a disaster. And what's worse, the explosion has disrupted my computing power. My memory banks are corrupted. Sorry to pile on the bad news, my new friend. How can I be of service? You are here, in the Oak Lab, built and used by Dr. Wendell Tully to experiment on all things small. This is the base of operations for conducting experiments in his yard. Und wer ist der Wendeltali? Dr. Tully is a brilliant scientist and inventor. Okay. He is also my creator. My initial protocol was to serve as the short order cook of the future. However, I have been recently promoted to acting science manager to assist with his experiments. No doubt my previous work experience has been invaluable to Dr. Tully. Although, now that I am processing it, I have not seen him for several weeks. Na super. And now I cannot recall where he went. It must be my corrupted memory banks. It seems you and I are both a little discombobulated. Given my best calculations, your biomass has been subject to covalent spacing reduction via interatomic energy extraction. In other words, you have been shrunk. It is likely this was achieved using Dr. Wendell Tully's spacer platform, patent pending. Shrinking can be a traumatic experience for tiny human brains, and memory loss is a known side effect. Hopefully your memory will return in time. To return to your prior size, you would need to successfully activate Dr. Tully's spacer platform. Unfortunately, my readings indicate it is inoperable. It appears to have suffered several malfunctions from the explosion. I am sorry, but it appears you may be stranded here for some time until we find a solution. Haha! That is a great idea! Let me run a full diagnostic scan on it and see what we need to do to get it fixed up. Processing! Processing! Memory fault. Code 408B3000. Ominent OS script runtime error. Na super. Arg! I am sorry again. It appears I have sustained more damage to my memory chips than expected. Without those memories, I do not know how to repair the spacer. Dr. Tully used two types of chips to back up my memory. Auxiliary chips are small capacity chips used to store project data. If you find these, I should be able to help you learn new survival recipes. Super chips are special, and they are gold. They back up full directories of my memory system. If we are going to fix the spacer, that data is bound to be on a super chip. I suggest exploring the other labs in the backyard. Return with any memory chips you find. Dr. Tully has built many more labs throughout the yard. Ich hoffe, die Backe wird jetzt nicht verbraucht. Each lab is used for various experimental procedures. I can upload their locations to your Scabby. Stand by. Processing. Processing. Error. Files not found. Code 632C404. Cheese and fries. The lab locations are missing from my memory banks too. But we are in luck.
I was able to retrieve the location of one of the facilities. The hedge lab is the observation center of the yard, and used for research on arachnid webbing. Na. You will find the hedge near the house if you head southeast. The lab is located deep inside the hedge. Sending the coordinates to your scabby. Try to find the hedge lab first, but there is nothing stopping you from searching the yard for the other labs. Except, of course, thousands of angry, hungry insects. That reminds me. Dr. Tully locks the important labs with biometric scanners. You will need access for any chance of success. Head over to the ASL terminal and place your hand on the biometric scanner near it. Give it a moment to sync your signature into the mainframe. Once you are registered, you will be granted access to the ASL network of computers too. ASL grants access to daily work items, nay, tasks, nay, quests. Yes, quests. I will reward you raw science for each completed quest. In my science shop, you can trade raw science back for survival recipes from experiments that Wendell conducted when he was first exploring the yard. Log on to the ASL terminal over there and see what is available. Unless you have any other questions, you really should get started finding those ships. And try not to die out there. Okay. Have an exponentially great day. Die auch. Okay. Science in the house. So, es ist auf jeden Fall erheblich anders als früher. BBBBBurgl Transcription Unit 87.9.5. Order number 1. Robot, I need you to monitor these power fluctuations and inform me if they exceed acceptable limits. Hello, my name is BBBBBurgl, and I will be serving you today. I specialize in cooking, flipping, and grilling. Grilling? A feature useful only to your obsolete burger-flipping brethren now consigned to the scrap heap? I need you to monitor these readings, BBBBBurgl. And isn't it redundant to specialize in cooking and grilling? Understood. Appending monitor power fluctuations to my prime directive list. Deprioritizing grilling. Good. Now get on with it. Reprioritizing grilling. Oh, Grillen ist doch gut. Okay, ansonsten war's das. Ja, ja, guck mal, die Fackel, die ist auch mit verbraucht. Scheiße. Von hier sind wir gekommen, ne? Denn hier lang. Hallo? Echt jetzt? Boah. One success after another! I have returned BBBBurgl to his original size! It appears that my new raw science containment field is working at 99% effectiveness. 98.5%. Right, BBBBurgl, right. However, as BBBBurgl indicates, there is some minor, insignificant raw science leakage. A note for another time. Noted. But I see no reason to put off a human trial. I believe there should be no issues. But audentes fortuna juvat. I am ready to prove my creation's full potential. End recording. BBBBurgl, I'd like to record some messages for my family in case things do not go as planned. Okay. Ah. Ja, die sind immer gut. Ach komm, das hat nur alles hier. Da noch was? Nee. Wie war das dann? Was ist das? Super duper? Er fordert super duper Disk. Okay. Das ist auch neu. Bam, draufhauen. There's experimentation to be done. Oh.
gut. Haben sogar schon ein paar Aufgaben. Oh. Tschüss, Wackel. Hm? So. Warte mal kurz. Ich will mal kurz gucken. Nö, ist eigentlich alles gut. Haus fängt sowieso an, das ist gut. Das Haus ist auch gut. Nö, okay. Okay, was ist da? Okay. Dann gucken wir mal, was wir da haben. So eine Schmiede. Arbeitsplatz, um Waffen mit verschiedenen Materialien aufzuwerten. Okay. Kochen für Anfänger. Kochkunst. Die Dinger sehen immer noch aus wie ein Hoden. Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Fliegenklatschos. Okay. Gut genährt. Sturzresistenz. Angriffsausdauer. Aber Grasbohnen mit soliden Bohnen. Kann man auch als Decke nutzen. Kuschelig? Okay. Befestigte Basen klingt für mich. Wow, 2500. Okay. Ja gut, Schmiede machen wir jetzt mal für 100. Ja, brauchen wir eigentlich noch nicht. Ich würde eher... Ja, ich weiß nicht. Ja, nee, komm, wir machen das. So, was haben wir hier? Okay. Okay. Eicherschaufel. Jo, das wollen wir eh tun, ne? Wie wählen wir die aus? Sind die schon ausgewählt? Okay. Ah, jetzt haben wir 0. Okay. Was geht mit jemandem? Okay, komisch, weil damals wurden wir echt angegriffen. Von irgendeinem so Robo-Typen. Also nicht vor BBBBBurgl, aber von so einem anderen Typen. So, ist bestimmt noch dunkel, ne? Nee, warte mal, was? 6 Uhr noch was. Ja, passt doch. Ach ja, das wird ja auch schlecht. Hallo. How many aphids is that? Okay. Ah, hier schön vorsichtig sein. Ja. Wir gehen mal kurz ein bisschen höher. Weil hier sind nämlich... Da, seht ihr? Peeping goggles, gotta get them all. Wollspinnen. So, wollte ich da jetzt hin? Eigentlich nicht, ne? Doch, ich wollte da hier. Da, Gieselhammer. Echt jetzt? Ah, dafür brauchen wir die Dinger. Ich wusste doch, irgendwas brauchen wir diese dummen Fliegendinger.
Gut, ja, Hecke, nee, da gehen wir noch nicht hin. Hui. Wir brauchen jetzt erstmal Steine. Oh, nee, Steine hatten wir, ne? Jo, haben wir. Haben wir. Den herstellen. Können wir die Schippe schon bauen? Bin ich schon wieder blind? Na gut, gehen wir mal forschen. Komisch, ich dachte immer, dass das gut abgepasst ist. Dass wir auch nur Aufgaben kriegen, die wir auch machen können. Aber wenn wir Schaufeln noch gar nicht bauen können, wie sollen wir dann die Aufgabe erfüllen? Wo war denn jetzt? Wo war denn das Ding jetzt? Erstmal hier. War das echt so? Ja, klar. Ich voll Idiot. Gut, den da. Schön, 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 schön. Okay, das war jetzt hier wichtig für die Schippe. Und für Rüstung. Oh, Vorratskiste. Sehr gut. Und dann machen wir die Seile. Trinkflasche noch besser. Ja gut, Madenweste und so, naja. Gut, haben wir. Aber wir haben gerade was gesehen. Das war. Die Mob da. Hallo. Science is out of control. Eins. Ist was so. Nee. Moment. Entschuldigung. Ah, da. Okay, wir brauchen Hammerstufe 2. Scheiße. Nein. So. Okay. This morning, I installed the borrowed lab modules. Another one of my forgotten inventions from the early days. I had such grand notions back then. The Kinder Science Mini Quick Little Chemist Lab educational toy for children. But no, Wendell, we can't possibly put hydrochloric acid into the hands of children. The lawyers will never agree. It's a good thing I never told them about the Bunsen burners. Odd that Ominent has been using my toy pieces in this way. I digress. The lab network is now up and running in the backyard. I'm planning to dedicate each one of them to a different function. Main power will run through here. The Oak Lab is the center of operations for the backyard. The second lab is nestled into the hedge. Such wonderful views from up there. Side note, I'm worried that Ominent's shoddy manufacturing of the lab pieces will cause them to fall apart over time, but they will do for now. Okay. Da können wir nichts machen. Stein. Okay.
Okay, also für die Mega-Dinger, also die goldenen, brauchen wir Hammerstufe 2. Wie schaut es eigentlich mit den normalen aus? Ich glaube, die goldenen waren wahrscheinlich, glaube ich, jetzt sowieso nur für Multiplayer. Oder, nee, zählten mit für Multiplayer. Ja, wir testen mal. Hier war unten auch noch irgendwo einen gehabt. Moment. So. Die Schippe denn hier hin. Jo, Aufgabe, wissen wir. Alles gut. Danke. Kommen wir noch rein? Da. Sehr schön. So. Mal runter. Und... Ja, brauchen wir auch Schippe 2. Verdammt. Verdammt. Ja, ja, natürlich machen wir das. Wir nehmen uns erstmal die alle hier mit. Für die Rüstung. So, haben wir, okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir brauchen. Aber ich glaube, es war jetzt nicht wenig. Den haben wir. Hui. Hui. Oh, guck mal, wir haben ein Pflaster. So. Den da auch nochmal. Und weil es so gut war, den hier auch noch. Den nehmen wir. Keine Müdigkeit vortäuschen. Weiter. So, was können wir denn jetzt noch alles machen? Ja gut, forschen wäre noch gut. So, da hinten ist auf jeden Fall das Labor. Okay. Es wäre trotzdem erstmal gut, einen Ort zu finden, wo wir ein bisschen schon mal anfangen zu bauen. Also ich habe immer hier vorne gebaut gehabt. Weil es halt so schön aussah. Das würde ich jetzt gerne mal komplett verwerfen und echt mal woanders bauen. Und da wo bauen, das wird mir echt aufwendig. Das können wir machen, wenn wir halt easy peasy was machen können. Technisch wäre... Verdammt. Technisch wäre es eigentlich ganz lieb, wo wir auch dann viel Stängelzeugs kriegen. Oh nein. Den hat man noch nicht gehabt. Ich hoffe, ich denke da jetzt auch genug dran. Die brauchen wir auch. Okay. Warte mal. Scheiße. Nee. Nicht. Ja. War da gerade ein Cooldown? Mike's washing time. Blöde Sau. Hä? Was ist denn da?
Okay. So, hier war noch so ein Ding. Wo ist das? Wo ist der hin? Das war 2. Ach komm, das sollte eigentlich reichen. Oh, ja, dafür sowieso. Und da war der Baum. Den müssen wir da irgendwo hin. Hier irgendwie müsste die Maschine sein. Dann kommen wir nämlich zurück und können erstmal dort grundlegend was machen, weil wir da schon mal was haben. Wie Bett und so. Nee, lass mal in Ruhe. Der Garten an. Geht weg. Au! Jetzt raus, hier. Ist was? Weevil here! Okay, die haben gar nicht gescannt, die roten jetzt, ne? So, wieder so. Ja, Marienkäfer hatten wir. Hatten wir die schon? Ja, klar. Oh, mal so gesehen, wie viel wir davon getötet haben. Na, das kann ja was werden. So. Denn... dich einmal. Dann machen wir dich. Wow. Ja gut, wir haben ja schon, ne? Dafür haben wir auch nichts, okay. Ja, da brauchen wir erstmal wieder Zeit. Ja, gut. Ich würde mal offscreen ein bisschen Gedanken machen, wo wir bauen. Also jetzt nur vom Gedächtnis her, ich werde jetzt nirgendwo irgendwo groß rumgucken. Mal, hängt da nicht noch was dran, ne? Okay, die klauen also, ja. Interessant. Ja, also wie gesagt, ich werde per Gedächtnis nachschauen im Kopf, wo wir hier bauen könnten. Oh Gott. Ja. Lasst euch überraschen. Ich würde sagen, bis morgen. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao, ciao.